Wenn du als Einzelunternehmer oder Freiberufler ins Ausland umziehst und letztlich deine freiberufliche Tätigkeit oder deine unternehmerische Tätigkeit mitnimmst, dann bist du von der sogenannten Entstrickungsbesteuerung betroffen. Wir haben hier schon oft darüber gesprochen. In diesem Video wollen wir aber einmal darüber sprechen, wie man eigentlich diese Entstrickungsbesteuerung komplett vermeiden könnte. Du hast es sicherlich mittlerweile mitbekommen, wenn man an Kapitalgesellschaften im In- und Ausland beteiligt ist, dann muss man die sogenannte Wegzugsteuer bezahlen. Hier spielt es keine Rolle, ob das Unternehmen dann tatsächlich ins Ausland abwandert oder nicht oder ob diese zum Beispiel deutsche GmbH einfach in Deutschland weiter betrieben wird. Allein die Tatsache, dass du an diesem Unternehmen zumindest 1% beteiligt bist, reicht aus, um die Wegzugsteuer auszulösen. Es spielt hier übrigens auch keine Rolle, ob du eine aktive Rolle in dem Unternehmen hast oder nicht. Du kannst einfach schlicht und ergreifend nur der Gesellschafter sein. So, viele denken nun, dass Selbstständige, also Freiberufler oder Einzelunternehmer nicht von der Wegzugsteuer betroffen sind. Und das ist in gewisser Weise auch korrekt. Also von der Wegzugsteuer, die in § 6 des Außensteuergesetzes geregelt ist, sind sie tatsächlich nicht betroffen. Aber es gibt eben eine andere Art von Wegzugsteuer, von der auch Einzelunternehmer und Selbstständige betroffen sind. Man redet hier von der sogenannten Entstrickungsbesteuerung. Und sie ist immer dann ein Thema, wenn man das Unternehmen mit ins Ausland nimmt. Also ein Beispiel, wenn du als freiberuflicher Softwareentwickler arbeitest, in Deutschland lebst und dann ins Ausland umziehst, dann verlagerst du aus Sicht des deutschen Staates ein Wirtschaftsgut ins Ausland, nämlich deine freiberufliche Tätigkeit, deine Kundenbeziehungen, möglicherweise einen Vertrag. Und damit hat Deutschland dann ein Problem, denn wenn du im Ausland lebst, kann ja Deutschland die Gewinne aus diesem Wirtschaftsgut nicht mehr versteuern. Und daher sagt der Deutschland, ähnlich wie bei der Wegzugsteuer, du musst also, bevor du wegziehst, hier den Wert dieses Wirtschaftsgutes ermitteln und dann musst du darauf Steuern bezahlen. Die Formel, nach der hier der Wert dieses Wirtschaftsgutes berechnet wird, ist ganz ähnlich wie bei der Wegzugsteuer. Es wird der durchschnittliche Gewinn der letzten 3 Jahre ermittelt und dann wird dieser im einfachsten Fall mit 13,75 multipliziert. Das ist dann eben der Wert dieses Wirtschaftsgutes, dieses Unternehmens und darauf musst du dann entsprechend Einkommensteuer bezahlen. Das kann also sehr schnell natürlich ein empfindlich hoher Betrag sein. Bei einem durchschnittlichen Gewinn zum Beispiel von 100.000 Euro wäre dann der Wert 1,375 Millionen und du müsstest dann 400.000 Euro Steuern bezahlen. Also ein ziemlich happiger Wert. Wir haben hier schon in mehreren Videos angesprochen, wie man hier im Grunde genommen damit umgeht. Was man nämlich zum Beispiel auf jeden Fall machen kann, ist, dass man hier bei dem durchschnittlichen Jahresgewinn dann einen sogenannten Unternehmerlohn abziehen kann. Also nehmen wir einmal an, der durchschnittliche Jahresgewinn ist 150.000 Euro. Dann kannst du hier sicherlich einen Unternehmerlohn ansetzen von 140.000 Euro, vielleicht auch ein bisschen mehr. Und somit reduziert sich dann natürlich die Basis, mit der multipliziert wird, ganz enorm. Damit wird dann nicht mehr 150.000 Euro mal 13,75 multipliziert, sondern nur noch 10.000 oder sogar weniger. Vielleicht bleibt dann am Ende überhaupt nichts übrig. Wobei man sehen muss, ob das wirklich hier intelligent ist, wenn gar nichts übrig bleibt. Weil das kann natürlich auch vom Finanzamt als eine Provokation wahrgenommen werden. Du brauchst hier oftmals auch keinen Wirtschaftsprüfer. Ein Steuerberater kann im Grunde eine einfache Bewertung auf Basis der Formel hier einreichen, die ich gerade eben erklärt habe. Ganz einfach erklärt auf einer Seite und somit dann dem Finanzamt sagen, wie viel Entstrickungsbesteuerung hier tatsächlich notwendig ist. Vielleicht da sogar auch gar keine. Du wirst aber auf jeden Fall dann hier dieses Hackmack mit dem Finanzamt haben. Das heißt, das Finanzamt schaut sich deine Bewertung an und wird möglicherweise sagen, naja, die ist ja viel zu niedrig, du musst hier eine höhere Bewertung ansetzen. Das heißt, das Diskussionen hin und her und bist dann möglicherweise noch Monate und Jahre nach deiner Auswanderung hier mit dem Finanzamt in Diskussion und das Ganze kann nicht abgeschlossen werden, was natürlich für viele auch eine Belastung ist und Ärger, den sie nicht wollen. Denn man will ja, wenn man auswandert, weg aus Deutschland und im Grunde genommen dann das Ganze hinter sich lassen. Aber natürlich extrem wichtig, du musst es sauber abschließen, weil ansonsten hast du möglicherweise für Jahre und Jahrzehnte noch Ärger. Gibt es also nun Möglichkeiten, dass man zum Beispiel sagen kann, wie man das ganze Thema Entstrickungsbesteuerung komplett vermeiden kann und gar nicht hier groß mit dem Finanzamt hier überhaupt darüber sprechen muss, sich nicht erklären muss und im Grunde den ganzen potenziellen Ärger schon im Keim ersticken kann. Nun, ich kann dir erzählen, was einige Mandanten von uns hier machen. Sie machen Folgendes. Also nehmen wir einmal an, du bist Softwareentwickler eben hier als Freiberufler bzw. Einzelunternehmer.
Diese Mandanten schließen dann letztlich das Einzelunternehmen bzw. beenden die freiberufliche Tätigkeit ein halben Jahr oder ein Jahr, bevor sie gedenken, auszuwandern. Sie lassen sich dann irgendwo anstellen. Möglicherweise vielleicht sogar bei einem befreundeten Unternehmer, der eine GmbH hat. Sie sind also dann nicht mehr als Freiberufler oder Einzelunternehmer tätig. Das Einzelunternehmen ist eingestellt, der Freiberuflerstatus ist abgemeldet. Damit hat man dann das ganze Thema Entstrickungsbesteuerung natürlich komplett vermieden, denn es gibt ja keine Funktionsverlagerung. Man ist also in den Monaten, vielleicht in dem Jahr vor der Auswanderung hier beschäftigt, man ist Angestellter und hat somit das ganze Thema Entstrickungsbesteuerung und Funktionsverlagerung natürlich nicht. Denn es wird ja nichts ins Ausland verlagert. Und wenn du dann im Ausland bist, kannst du wiederum eine solche Tätigkeit dann aufnehmen. Damit hast du ja den Betrieb nicht verlagert. Man muss natürlich hier vorsichtig sein. Du musst dich hier von deinem Steuerberater oder auch von deinem Anwalt beraten lassen. Das Ganze funktioniert natürlich nicht, wenn du hier kurz vor knapp alles beendest und dann möglicherweise bei dem gleichen Kunden im Ausland dann als Einzelunternehmer oder Selbstständiger weitermachst, bei dem du zuvor in Deutschland angestellt warst. Also da muss man sich natürlich hier schon beraten lassen und eine richtige Lösung finden, denn ansonsten wird ja das Ganze vom Finanzamt als Umgehung betrachtet. Und denke mal dran, das Finanzamt kann dich ja schlicht und ergreifend fragen und du hast Mitwirkungspflichten, musst dann die Wahrheit sagen. Das heißt also, vielfach kommen ja dann solche Konstellationen heraus, wenn zum Beispiel im Rahmen der letzten Steuererklärung hier das Finanzamt weiterführende Fragen stellt. Das Finanzamt könnte zum Beispiel einfach fragen, was machen Sie denn jetzt im Ausland? Was für eine Tätigkeit haben Sie? Einfach um festzustellen, ob hier möglicherweise noch eine Steuerpflicht in Deutschland zu berücksichtigen ist. Und dann musst du die Wahrheit sagen. Dann kannst du nicht sagen, tut mir leid, will ich Ihnen nicht sagen. Also daher muss man hier ganz klar mit Zeit spielen und das ganz klar so gestalten, dass es eben keine verdeckte Funktionsverlagerung ist. Das heißt, dass man nur so tut, als ob. Aber für viele ist das tatsächlich ja komplett realistisch. Denn gerade viele Freiberufler, die auf Projekten tätig sind, wechseln ja vielfach einfach die Projekte und würden dann auch tatsächlich hier mit einem neuen Projekt im Ausland anfangen. Manche machen es auch so, dass sie im Ausland zunächst mal dann gar nichts machen und dann einfach ein halbes Jahr warten, bevor sie wieder anfangen, ein neues Unternehmen aufzubauen. Auch das könnte eine Strategie sein. Aber wie gesagt, man muss dann hier jeden Einzelfall getrennt anschauen und genau prüfen. Ich rate dir also, das Ganze hier mit deinem Steuerberater oder Rechtsanwalt anzuschauen, bevor du hier irgendwelche entsprechenden Maßnahmen ergreifst. Aber wenn das Ganze funktioniert, dann sparst du dir eben potenziell hier jede Menge Aufwand und möglicherweise auch Ärger, den es hier mit dem Finanzamt geben könnte. Die Situation ist ganz klar geklärt. Und im Grunde genommen gibt es hier weniger Anlass, dann Fragen zu stellen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass eine Mehrheit unserer Mandanten das so macht. Es kann ja auch nicht jeder machen. Es bieten sich nicht für jeden hier konkret solche Möglichkeiten an. Man darf jetzt auch vor der Entstrickungsbesteuerung hier nicht zu viel Angst haben. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, vielfach gibt es hier ohnehin nicht sehr viel zu bezahlen, vor allem wenn man Einzelunternehmer ist oder Freiberufler. Das heißt, da muss man im Grunde genommen auch keine Angst haben, wenn das richtig begleitet wird. Und wie gesagt, wir haben ja Mandanten, die dann hier von erfahrenen Steuerberatern dabei begleitet werden. Auch in den meisten Fällen geht das Ganze natürlich auch dann gut und problemlos über die Bühne. Aber wenn man eben das Thema komplett ausklammern will und gar nicht erst dem Finanzamt hier, gar nicht erst anders geben will, das Ganze hier überhaupt anschauen zu können, dann sollte man sich einen Weg überlegen, wie den ich jetzt hier gerade eben genannt habe. Wenn das auch Themen sind, die für dich relevant sind, würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als uns genau mit solchen Fragen hier zu befassen. Wir helfen Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, sich steuerlich optimiert aufzustellen, ihr Vermögen vor dem Zugriff des Staates zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.